Der Bunker wird heute mit polnischer Verstärkung ausgestattet. Mein bester Freund Tomek, seit wir Kinder sind, schon zusammen am Rumtouren, auch einer meiner ersten Trainingspartner, hat mich heute oder besucht mich am Wochenende in Berlin. Was haben wir da? Wir haben einmal Alter, das sind die besten Ogurki, polnische Ogurki, das sind... Wo ist dein Lieblingsgewürz? Alter, Stein Ehren, das ist dein Herz, Junge. Das ist das polnische Maggi oder was ist das? Beste polnische Chicken-Gewürz, was es gibt. Junge, was ist noch am Start? Hast du nicht den Rudi noch ausgepackt? Nein, aus dem Garten. Alter, wie geil. Frische Tomaten. Mega, übernice. Das sind polnische Tomaten und Gurken und Eier. Der Diät-Hack. Und da klebt normal noch die Scheiße vom Huhn dran. Danke, dass du die sauber gemacht hast, aber glaub mir, die scheppern anders rein. Wenn ihr mal in Polen seid, Kurczak-Gewürz müsst ihr auf jeden Fall probieren. Kommt unnormal krank auf den Chicken. Eine Gurke davon vorm Training, glaub mir. Der Pump zündet anders mit dem Salz, was da drin ist. Und der Mock auch. Ja, aber ist richtig geil eingelegt in Knoblauch. Danke dir, Bruder. Alles für die Prep. Normal, das wird mir die Prep auf jeden Fall erleichtern. Bringt mir gleich wieder gute Laune. Man muss sagen, Prep-technisch gab es nochmal einen guten Gewichtsdrop jetzt wieder über Nacht. Wir haben fast wieder Tiefsgesicht vielleicht auch, aber das Gesicht wird tiefer, die Form wird besser, wir ziehen an. Was darf man das sagen? Ja, 108,5 Kilo heute Morgen. Okay. Also doch nicht aufwendig. Wer hätte es gedacht? Ne, jetzt kommt eher die Fraktion wieder. Es ist viel zu früh fertig. Der ist jetzt schon in Form, das kann nicht sein. Jetzt gibt es einen Scoop Crank und dann läuft die Maschine wieder. Thomas hat sich überlegt, noch 2 Kolben vorm Training zu holen. Hab ich schon ein Bier getrunken. Habe ich dem gesagt, Junge. Schneid das raus, das war Spaß. Ja. Auf jeden Fall gibt es einen Post-Workout-Jackie heute. Aber sicher doch, Junge. Macht mal Welle, dass ich auch zur ESN komme. Ja, aber Code Polacco gibt's schon, Alter. Könnt ihr den erwerben. Geht's auf die Bühne? Nein. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, die Genetik hätte der Kollege dafür. Aber wieso? Die Stärke hat er auch und das Mindset eines Polen, aber leider auch die Trinkgewohnheiten. Deswegen. Ich bin heute um 6 Uhr heimgekommen, Leute. Aber du bist mittlerweile wieder nüchtern. Oder hast du noch Promille-Intus? Wie ist die Halbwertszeit von Alk? Ich weiß es gar nicht. Ja. Also wenn es einer weiß, dann... Man sagt 0,1 pro Stunde. Okay. Also bin ich auch also gar kein jetzt vielleicht auf 1,5. Aber vielleicht ist das ist ja auch gefäßerweiternd. Deswegen, ey, letztens, ich habe so gerade darüber gesprochen, weil Nathan die Escher ja zu Stefan gewechselt ist, auf meine Empfehlung. Und dann hatte ich erst so mit Nathan geschrieben, wie es halt bei dem abläuft und so. Und dann mit Stefan auch. Und dann habe ich so zum Spaß gefragt, weil Nathan ja immer Wodka trinkt vor den Shows, weil Alkohol ja entwässert, was Stefan davon hält. Und dann hat Stefan auch gemeint, das ist eigentlich eine coole Sache. Wenn man das, also ich will jetzt nicht sorry, aber das hört sich voll komisch an, Mann. Ja, aber tatsächlich, ich habe das nämlich an meinem ersten Wettkampf 2016, ich weiß nicht, du warst ja auch am Start. Ja, genau, ja, da habe ich so Shampoos Backstage getrunken, weil das ja auch gefäßerweiternd wirkt und durch weitere Gefäße, das ist ja auch der Sinn von einem Pre-Workout, Pump-Booster zum Beispiel, dass es halt nicht nur einen besseren Pump gibt, sondern dass auch der Muskel mit den Nährstoffen versorgt wird. Deswegen sorgt es aber auch für einen besseren Pump und für so eine innere Wärme. Letztens noch bei Thomas am Onkel gewesen, 2 Pantadeos selbstgebrannte Wodkas gesoffen, dann hatte ich auf jeden Fall auch die innere Wärme am Start. Aber nee, tatsächlich, das zum ganzen Alk-Thema. Und dann meinte Stefan, das können wir auch mal vor dem Wettkampf probieren. Wenn du das verträgst, dann schreibt er so ein paar Stunden später, trink heute Abend mal 2, 3 kurze. ja. Heute? Ja, nee, halt so, das war jetzt vor ein paar Wochen, so völlig random. Und ich so, ja Stefan, ich vertrag das schon, weil er halt so wissen wollte, ob ich das vom Magen technisch, von der Verdauung vertrage und so. Ja, aber das ist Bodybuilding, also ich liebe auch den Shit dafür, dass es manchmal so... Ja, aber schon crazy, das vor der Olympia zu probieren. Ja klar, sollte man jetzt nicht beim wichtigsten Wettkampf der Welt machen, aber wir haben ja noch andere Wettkämpfe. Habe ich da was geleakt?
die dieses Jahr anstehen und nächstes Jahr vor allem auch. Deswegen kann man da auf jeden Fall immer wieder neue Sachen austesten und ich bin auch froh darüber, dass Stefan das macht, weil ein Coach, der immer nur das eine System hat, wie die Oldschool-Coaches und seit 50 Jahren dasselbe macht. Klar, es funktioniert, aber Stefan ändert echt jede Saison ein paar Nuancen, ein paar Kleinigkeiten und das ist schon cool. Da arbeitet man sich zusammen was. Ansonsten saufen wir die Scheiße jetzt leer und dann wird Arme trainiert. Auf geht's, komm! Okay. Wir geben Gas. Fokus ist auf einem anderen Level. Wir haben 8 Wochen. Muss alles passen. Gerade Arme. Haben keine halben Sachen gemacht jetzt. Ich muss auch sagen, ich hab wie Thomas nie das enge Bankdrücken im Trizeps gespürt. Und jetzt, seit ich ein bisschen die Technik verändert habe und so ein viel besseres Muskelgefühl aufgebaut habe, schallert es mir da immer so den Trizep weg und die Brust gar nicht mehr. Also ist richtig geil. Habe ich echt für mich lieb gewonnen, diese Übung. Wie hoch gehen wir? 160. Oh, easy. Dabei noch. Oh, geht. Jawohl, Junge, genau da. Aufgesetzt, komm! Geht. Auf, mittig! Kurve hinter mir. Easy! Kannst du nicht helfen, wie ein so? Helf doch so mit beiden Händen, Alter, wie damals beim Bankdrücken. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ich bin gemein zum Tomek, aber im Training ist bei mir, da muss man mich nicht voll labern, dann muss man mich vernünftig spotten. Und das meine ich nicht böse, also ich liebe den Bruder da drüben. Ich feiere den gar nicht. Okay, Fokus, komm. Geht nicht zu behindern. Auf geht, Junge, komm! Geil, Alter. Bandscheiben Da reißt mir der Trizep auseinander. Wir haben jetzt bei der ersten Übung, wie gesagt, gut reingefunden. Das Gelenk aufgewärmt, Trizep aufgewärmt. Jetzt ballern wir eine hinterher, schwerer. Zwischen so 6 und 10 Wiederholungen ist da das Ziel. Richtige Grundübung sozusagen für den Trizep. Und dann machen wir Ähnliches auch beim Bizep und machen dann da Rambazamba. Aber genau, das sehen wir dann hier noch einen Satz. Schön ausbelasten und dann geht's weiter. Ich mache das am Abendtag gern so, dass ich Trizeps, Bizeps, Trizeps, Bizeps so mache.
oder sogar 1-1 Übung, aber es spricht doch gar nichts dagegen, erst komplett Trizeps zu machen oder komplett Bizeps zuerst und dann den anderen Anteil. Also verkompliziert das nicht so, da ich halt einen separaten Armtag habe, bietet sich das an, immer das Blut hin und her zu schieben und ja, dadurch auch ein besseres Gefühl und overall Pump zu kriegen. Aber findet es für euch raus, gibt es kein Geheimrezept oder so. Ich mag das eigentlich, da mein Trizeps schwächer ist als mein Bizeps, mal den Trizeps komplett zu machen. Aber wie gesagt, heute hin und her switchen und dann passt es. Oh! Komm, denk nicht nach. Komm! Oh! Komm! Komm! So. Next one. Du warst schon noch ein Kind. Da war ich auch. Das war vom ersten Olympia. 21 Jahre. So, komm, scheiß nicht rein. Oh! Komm. Hoch damit, hoch. Ja, hoch. Komm. Easy, 2 noch, komm. Oh! Lass mal runter. Komm! Komm! Da geht noch einer, oder? Ich dachte, da geht auf jeden Fall noch einer. Alter. Lass es doch da, du Lass es doch da. Da, Alter. Halt mal daneben, Tomek. Also wenn ich mehr Volumen mache ich schon noch den ersten Satz immer am schwersten. Alle Sätze sind intensiv, aber da eher weniger Wiederholungen, mehr Gewicht und reduziere dann im zweiten und dritten Satz, im vierten Satz, je nachdem wie viel ich mache. Aber meistens mache ich 3 Sätze. Jetzt beim Engbankdrücken haben wir beim Pushdown haben wir 4 gemacht, aber es ist auch so eine Mischung aus Aufwärmen und dann Arbeiten gewesen. Komm! Hit a side chest. Frau mir, der übt alle daheim vorm Spiegel. Jungs, ihr wisst doch, wie es ist. Bei uns daheim nackt vorm Spiegel sind wir Mr. Olympia. Jeder ist daheim der Champ. Ja, Mann. Ja, komm! Dabei! Komm! Komm jetzt! Komm! 8 Wochen! Was ich bei Thomas nicht vermisst habe, sind seine Standard 3 Sätze beim Motivieren. 8 Wochen, komm jetzt, gib ihm. Ich kann nicht immer 8 Wochen sagen. Also Ja, in jeder Übung, jeder Satz bisher 8 Wochen. Was ist dann? So, da ich keinen Bock auf da drüben das Kasperle-Theater habe, haben wir uns jetzt einfach entschieden, hier Überkopf Katana Extensions zu machen. Au! Dabei! Ja! Thomas ist so einer, der gut und gern mal den Pre-Workout-Booster bis kurz vor Trainingsende sippt. Nee. Das langsam zündet der. Du hast immer noch den... Klar, Digga. Alter.
So, hier 3 Straight Sets gemacht, sprich gleiches Gewicht. 15, 12, 10 Wiederholungen, ich glaube so ungefähr. Jetzt machen wir weiter. Bizeps Konzentrationscurls, ganz klassisch. Und dann Der Booster neigt sich dazu. Dann neigt sich unser Training auch langsam dem Ende zu. Machen wir vielleicht noch einen witzigen Supersatz zum Abschluss als Finisher. Was ist das? Ja, aber trotzdem, ich habe auch nicht in Deutschland Oh. Komm! Die Combo am Kabel. Ja, gerade eine meiner Favorite Sachen für den Trizep. Das ist total geil, weil erst so den äußeren Kopf schön stimuliert. Den mache ich auch auf ein bisschen mehr Wiederholung jetzt zum Ende hin. Tomek ist schon raus. Er hat gesagt Game Over. Aber wir sind jetzt auch schon 1,5 Stunden dabei oder so. Deswegen labere ich jetzt auch nicht mehr viel rum, mach fertig und sind durch. Mal wieder aufgetaucht ist jetzt. What's up, YouTube? Hast du noch ein Ding? Hast du beide Arme schon gemacht? Nee, Willst du jetzt wieder einsteigen oder was? klar. Einen Wiedereinstieg gibt es nicht mehr, Alter. Jetzt zündet langsam der Booster. Mach hier noch einen und dann noch Hammer Curls. Dreißiger. Das ist eine Session. So Leute, Arme ist durch. Tomek, danke dir für den Besuch, Bruder. Checkt den Boy ab, auf jeden Fall. Mein bester Kumpel seit Tag 1 und die muss man in Ehren halten. Haltet euren Preis klein und die Richtigen immer an eurer Seite. Loyalität ist sehr wichtig, vor allem
ja, wenn man älter wird, kann man sich auf solche Jungs wie den verlassen. Schöne Worte. Ja, freut mich immer, wenn der mich besuchen kommt. Ich meine, hat auch viel zu tun, hat auch sein Leben. Aber ja, gemeinsam kann man besser durchziehen und das Team hinter einen ja, stärkt einem auf jeden Fall den Rücken. Ansonsten sind wir raus für heute. Wir gehen jetzt noch eine Flasche Wodka holen und dann geht die Party erst richtig los. Aber nicht du. Das gibt es dann im nächsten Video zu sehen. FSK 18. FSK 18 gibt es dann in der Off-Season. Einen Polska-Block hauen wir da auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall. Muss Markus mit und dann kann ich euch für nichts versprechen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr auch die Hit X Kollektion noch abchecken wollt, geht auf miraclewear.com und checkt das alles ab. Die weißen Shirts sind leider schon ausverkauft, aber die Pump Cover Hoodies gibt es noch. Lange Hosen, kurze Hose, die ich anhab hier, ist noch am Start. Also perfekt, um auf jeden Fall bestens ausgestattet zu sein. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.